Die guten Vorsätze sehen für Malte Kromm dieses Jahr mal ganz anders aus. Er möchte vermeintlich unliebsame Themen endlich in Angriff nehmen, beispielsweise sich mit dem eigenen Ableben auseinanderzusetzen. Und dazu gehört auch der letzte Wille. Ich bin kerngesund, ich stehe mitten im Leben und trotzdem kommen immer wieder Punkte auf und das immer häufiger auch in letzter Zeit. Was passiert eigentlich beim Älterwerden? Was passiert, wenn ich vielleicht von heute auf morgen nicht mehr da bin? Wie geht es weiter mit den Hunden? Wie geht es weiter mit meinem Hab und Gut? Für den Notar Dr. Tobias Pohl ist die individuelle Betrachtung des jeweiligen Falls besonders wichtig. Er bietet eine Art notarielle Orientierungshilfe für bestehenden Besitz. Es ist so, dass es durchaus Fragen gibt, die immer wieder auftauchen. Beispielsweise die Ausgangsfrage, wer erbt, wenn ich jetzt kein Testament mache. Allerdings ist es auch so, dass am Ende jeder Fall für sich zu betrachten ist und eben gerade das ist, was man als Notar auch versucht, eben die individuell beste Lösung für den Beteiligten zu finden. Für Malte Kromm ist das zunächst eine ungewöhnliche Situation. Ich möchte mir heute einfach mal die nötigen Informationen holen. Viele Fragen habe ich mitgebracht, auch an Sie. Gut. Zum Thema rund um das Wort Aktion Testament. Entscheidend für die Frage, wer nach dem Gesetz erbt, ist, wer sind Ihre nächsten Verwandten? Jetzt habe ich eine Schwester, meine Eltern leben nicht mehr. Und dann hört es auch schon auf, außer Cousinen und Cousins, die ich aber teilweise auch nicht mehr greifen kann. Wenn man eben keine Kinder hat, nicht verheiratet ist, geht der Blick nach oben. Das heißt, dann wären als erstes erbberechtigt die Eltern. Jetzt sagen Sie, Ihre Eltern sind verstorben. Und dann guckt man von den Eltern erstmal wieder runter. Das heißt, Ihre gesetzliche Erbin wäre Stand jetzt Ihre Schwester. Angenommen, ich würde jetzt meine Hunde meiner Schwester vererben, sie würde es aber gerne nicht nehmen wollen oder sie hätte kein Interesse an den Hunden. Könnte ich die Hunde auch an eine Tierschutzorganisation vererben und im Zuge dessen vielleicht auch noch sagen, Mensch, ihr kriegt auch noch einen Teil meines Erbes, so als Dankeschön, dass ihr die Hunde nehmt? Das können Sie machen. Das ist durchaus möglich. Auch Organisationen, gemeinnützige Organisationen im Testament zu bedenken, sprich ihnen etwas zuzuwenden. Und das können Sie auch damit verbinden mit einer Auflage oder einer Bedingung, dass Sie sagen, Sie kriegen die Hunde, müssen sich auf eine bestimmte Art und Weise um die Hunde kümmern und dafür wenden Sie ihnen etwas zu. Das Einzige, wo man vorsichtig sein muss, ist, wenn man mal irgendwann in einer Pflegeeinrichtung ist, dann ist es in den meisten Bundesländern, so auch in Hessen, grundsätzlich nicht möglich, dieser Pflegeeinrichtung oder dem Träger oder auch Mitarbeitern dieser Pflegeeinrichtung was zuzuwenden. Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Warum ist das so? Warum kann ich nicht einer Pflegeeinrichtung oder meinem Pfleger, der mich tagtäglich pflegt, nicht meinem Erbe zukommen lassen? Zum einen möchte man verhindern, dass in einer Pflegeeinrichtung jemand eine besondere Behandlung deswegen erfährt, weil er dem Pflegeheim nun mehr zuwendet. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch schon Fälle, in denen vielleicht jemand leichter beeinflussbar ist im hohen Alter. Und da möchte man auch letztlich die Insassen ein bisschen vielleicht vor schützen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem handschriftlichen und einem notariellen Testament? Wenn Sie ein handschriftliches Testament verfassen, dann können Sie es auch beim Amtsgericht hinterlegen, müssen es aber nicht tun, können es auch im Schreibtisch aufbewahren. Das Risiko dabei ist, dass wenn derjenige, den Sie gerade enterbt haben, dann der Erste in der Wohnung ist und das Testament findet, kann es natürlich passieren, dass das Testament niemals eröffnet wird. Also besonders erleichtert hat mich die Situation erstmal mit meinen Hunden, die mir natürlich sehr, sehr am Herzen liegen. Also meine Tiere, ich weiß, ich kann sie weggeben, eigentlich hingeben, wohin ich sie will. Sie müssen nicht nachher irgendwo in ein Tierheim landen, sondern ich kann sie ganz beherzt irgendwo weiterreichen. Mir ist es jetzt wichtig, jetzt schon die richtigen Richtungen zu setzen, ein Testament auch zu machen. Genauso wie bei der Altersvorsorge, da fange ich ja auch frühzeitig mit jungen Jahren an. Und ich kann nur empfehlen, für mich, für andere, jetzt auch schon frühzeitig mit dem Testament zu starten. Ja, ein guter Tipp. Das findet sicher auch Stefan Gemmer, Rechtsanwalt und Notar aus Frankfurt. Hallo, Herr Gemmer. Hallo, grüße Sie. Warum finden Sie es wichtig, frühzeitig ein Testament zu machen? Naja, man stirbt nicht nur am Alter, sondern man kann auch aus anderen Gründen sterben. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man rechtzeitig Vorsorge betreibt, gerade im Sinne der Erben, klare Regelungen trifft, damit eben Rechtsstreitigkeiten vermieden werden können.
Genau, und wie können wir das machen, wenn man noch kleine Kinder hat? Dann kann man sowas wie einen Testamentsverwalter oder sowas einsetzen? Testamentsvollstrecker heißt es, genau. Man setzt jemanden ein, am besten vielleicht jemanden aus der Familie, aus dem Freundeskreis, der auch weiß, wie unsere Familie tickt und wie die Kinder erzogen werden sollen. Und der verwaltet dann den Nachlass für die Kinder, frühestens bis sie 18 Jahre alt sind, aber ich empfehle immer bis 23 oder 25 Jahre, weil man dann sagen kann, gut, dann haben die schon eine Ausbildung und können vielleicht besser auch mit dem Geld umgehen. Ja. Was muss man denn wissen, bevor man sich entscheidet, ob man dieses Testament handschriftlich schreibt und zu Hause hinterlegt oder ob man es notariell machen lässt? Genau, der Kollege hat einen Aspekt schon genannt. Wenn man es handschriftlich in der Schublade hinterlegt, findet es vielleicht der Falsche oder niemand. Der Vorteil an einem notariellen Testament ist, dass man dieses sofort nach dem Erbfall einsetzen kann. Das heißt, es dient sofort als offiziellen Nachweis, dass ich Erbe geworden bin und ich kann dann mit diesem Testament Grundbuch umschreiben oder zur Bank gehen und die Konten auflösen oder umschreiben. Das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist, ich muss jetzt schon die Notargebühren bezahlen. Bei einem handschriftlichen Testament müssen die Erben einen Erbschein beantragen. Das geht auch entweder über einen Notar oder beim Gericht direkt. Das dauert aber 2 bis 3 Monate und kostet auch ein bisschen mehr als ein notarielles Testament. Also wenn man sich selber schonen will und die Erben belasten, dann macht man ein handschriftliches. Und wenn man es den Erben möglichst leicht machen will, dann würde man doch eher ein notarielles Testament empfehlen. Verstehe. Darf ich denn inhaltlich in mein Testament reinschreiben, was ich will? Also, oder sind manche Wünsche unzulässig? Also zum Beispiel, wenn ich Kinder ganz unterschiedlich behandeln will. Nein, das ist auf jeden Fall zulässig. Das ist auch gar nicht unbedingt unüblich. Das kann man machen. Wenn zum Beispiel ein Kind zu Lebzeiten schon etwas bekommen hat, dann sagt man halt im Testament, bevorzuge ich den anderen ein bisschen, um einen Ausgleich zu schaffen. Aber grundsätzlich können Sie über Ihren Nachlass verfügen, nach ganz freien Wünschen, wie Sie wollen. Da gibt es keine Beschränkungen. Natürlich dürfen Sie nichts Rechtswidriges verfügen, das wäre dann nicht wirksam. Genau, aber wie wäre das jetzt zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ein Kind soll gar nichts erben und ein Kind erbt alles? Dann kann doch das andere Kind am Ende den Pflichtteil oder seinen Pflichtteil einklagen. Dann ist genau dieser Streit also vorprogrammiert. Was wäre denn so Ihr Tipp, wenn man es wirklich friedlich haben möchte und sicher gehen möchte, dass es am Ende keinen Streit gibt? Ja, dann kann man im Wege eines Vermächtnisses oder man schreibt ins Testament rein und sagt, das andere Kind soll einen Pflichtteil bekommen und sagt gleich die Quote schon dazu, weil Pflichtteil berechnet sich nach der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Man muss also herausfinden, wie viel würde er gesetzlich erben und davon die Hälfte als Geldanspruch kann man schon ins Testament hineinschreiben und dann hat das enterbte Kind einen Anspruch gegen den Erben und sagt, hier, zahl mir das aus und damit ist alles erledigt. Das wäre also eine aus meiner Sicht recht elegante Lösung, solche Streitigkeiten zu vermeiden. Für verheiratete Paare empfehlen Sie oft das sogenannte Berliner Testament, also wo sich beide Ehepartner als Alleinerben einsetzen. Wie sieht es denn aus, wenn Paare unverheiratet zusammenleben? Dann können die einen Erbvertrag schließen. Da kann man die gleichen Regelungen treffen wie in einem Berliner Testament. Aber das sind dann eben vertragliche Regelungen. Das Berliner Testament oder auch das gemeinschaftliche Testament, so heißt das auch, das ist nur verheirateten Ehepartnern vorbehalten. Also nicht verheiratete Paare. Und der Sinn ist, dass man sich eben wechselseitig zu Alleinerben einsetzt und kann dann noch bestimmen, wer nach dem Tod des Zweiten erben soll oder wenn beide gemeinsam versterben aufgrund eines Ereignisses, wer dann Erbe werden soll. Da kann man diese Regelungen ganz gut treffen innerhalb einer Familie. Genau, richtig kompliziert ist es, wenn es immer mehr Patchwork-Familien gibt. Da muss man sich, glaube ich, individuell beraten lassen. Oder würden Sie das auch sagen? Ja, also da gibt es jetzt keine einheitlichen Regelungen. Das ist sehr, sehr individuell, ob man nur die eigenen Kinder einsetzt oder auch die Kinder des Partners. Oder dann gibt es immer oder sehr häufig Kinder, die nichts kriegen sollen. Also das sollte man sich schon wirklich beraten lassen von einem Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht oder von einem Notar, der sich damit auskennt. Ansonsten wird es schwierig. Sehr gerne. Dankeschön, Herr Gemmer. Tschüss.